Alles klar. Alles klar. Das ist eben gerade ein bisschen komisch. Hey! Ihr haut einfach ab? Ja, wir haben nach dir gesucht, aber selbst der Empfang wusste nicht, wo du bist. Und ich dachte schon, der Whirlpool hat euch nicht gefallen. Der Jetstream war erstklassig. Also, ihr könnt gerne jederzeit wiederkommen. Vielleicht leiste ich auch das nächste Mal auch Gesellschaft. Gerne, danke. Ich muss dann mal. Bis später. Bis später. Von wegen hetero. Da lief doch was, oder? Ich sag's immer wieder. Mit Whirlpool und Champagner knack ich sie alle. Mhm. Sag mal, bleibst du bei unserem Date heute Abend? Ich fürchte, das wird leider doch nichts. Ich bekomme noch eine Lieferung fürs No Limits. Aber ich rufe dich an. Okay. Bis bald. Bis bald. Was machst du denn hier? Oh, ich weiß, ich bin zu spät, aber Elisabeth musste mich bei Maxi im Krankenhaus ablösen und sie konnte nicht früher. Hat schon jemand nach mir geschrien? Keine Ahnung, ich bin auch erst gerade gekommen. Ach, so lange hast du mit Olli noch geplanscht? Das auch. Was noch? Ah, sag jetzt nicht, du stehst neuerdings auf Martina. Was? Wer ist das denn? Na, die Kleine vom Empfang, die du da gerade abcheckst? Wie kommst du denn auf den Quatsch? Weil ich dich kenne. Also lief schon was im Club? Schweinereien mit der Masseuse? Nein. Was dann? Mann, was willst du auch jede Kleinigkeit wissen? Sascha, ich bin deine Mitbewohnerin. Ich habe ein Recht auf deine schmutzigen Geschichten. Oder war da was mit Olli? Nein. Olli und du, ihr habt Knickknack? Ja, haben wir. Sascha, du vernascht hier meinen besten Freund, obwohl du noch nicht mal schwul bist. Und tust so, als ob nichts gewesen wäre? Ich habe ihn doch nicht... Das war alles anders. Ist klar. Und jetzt? Wie jetzt? Mit dir und Olli. Also, du wärst jetzt nicht die erste Hete, die aus Liebe zu Olli auf den Geschmack gekommen ist. Ich sag nur Christian. Ich bin auf gar keinen Geschmack gekommen, klar? Das Einzige, was ich sagen kann, Olli ist der beste Freund, den ich jemals hatte, okay? Ich muss eine Glühbirne eindrehen. Guck mal, ich habe gerade einen Vertrag für ein neues Shooting unterschrieben. Cool, oder? Sonst hast du keine Probleme? Habe ich was verbrochen? Ja. Wochenlang muss ich mir dein Liebeskummer anhören. Dich trösten, dir Taschentücher reichen. Und dann muss ich von Sascha erfahren, dass der Adler schon längst gelandet ist. Das hat er dir erzählt? Ich hab's aus ihm rausgekitzelt, ja. Krass. So eine Drahtstante bin ich jetzt auch wieder nicht. Man kann mir schon mal was erzählen. Ich weiß, aber als ich ihn nach dem Strip geküsst habe, das war ihm total unangenehm. Das hätte er bestimmt niemandem erzählt. Ich habe ihm ja sofort angesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, so wie er dich angeglotzt hat. Das nehme ich mal als Kompliment. Ja, das kannst du auch. Er war total durch den Wind. Echt? Vorhin im Club da hat er getan, als wäre das Normalste der Welt für so eine Nummer im Whirlpool. Ihr habt im Whirlpool? Und ich dachte, wenn jemand hetero ist, dann Sascha. Er hat vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht, bis er gemerkt hat, dass er doch so ein bisschen bi ist. Du, ich will ja jetzt keine Spaßbremse sein, aber ich würde mir an deiner Stelle jetzt nicht ganz zu große Hoffnungen machen. Wieso? Hat er was angedeutet? Nein, das hat auch nichts mit Homo oder Hetero sein zu tun. Ich kenne Sascha einfach nur so, dass er nicht so ganz der Beziehungsmensch ist. Ich will ja auch nicht gleich wieder heiraten. Dann ist gut. Aber ich glaube, sein Interesse ist durchaus ausbaufähig. Also ich komme heute erst spät nach Hause, also von mir aus hast du sturmfrei. Das ist lieb, du bist ein Schatz.
Ja, dann kann ich vielleicht mal mit Sascha in Ruhe reden und gucken, wo das alles hinführt. Koch ihm doch was Leckeres. Wenn ich Sascha wäre, hätte ich heute richtig Kohldampf. Das ist echt ein super Tipp, danke. Und Liebe geht dir bekanntlich durch den Magen. Toi, toi, toi. Danke dir. Hallo, Sascha. Tschüss, Sascha. Hey. Hey. Wegen heute Abend. Du hast doch sicher ein Date mit Jens. Soll ich mir was anderes vornehmen? Habe ich abgesagt. Olli, ich bin sonst überhaupt keine Quasselstrippe, aber ich glaube, wir sollten reden. Das, was wir vorhin erlebt haben, sowas habe ich noch nie gemacht mit einem Mann. Es war schön. Unglaublich schön. Aber ich glaube nichts von Dauer. Weil erstens stehe ich doch mehr auf Frauen und zweitens will ich nicht, dass wir uns da was vormachen. Du bist mein bester Freund und das ist mir unheimlich wichtig. Ich will nicht, dass wir das durch Sex kaputt machen. Nee, das will ich ja auch nicht. Dann ist ja alles klar. Olli, sag mal, das Date heute Abend, das hast du nicht meinetwegen abgesagt, oder? Quatsch, ich hatte nur keine Lust drauf. Weißt du, ich bin ein alter Eheknochen und 2 Typen an einem Tag daten, das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich wollte keine falschen Signale senden. Verstehe. Du wolltest mal wissen, wie es mit einem Typen ist. Ich war das Versuchskaninchen. Oh Mann, du bist doch sauer. Quatsch, Du, aber wenn du das nächste Mal eine schnelle Nummer willst, dann gib besser eine Anzeige auf, okay? Du hast ja selbst gesagt, wir sind super Kumpels, wir wohnen zusammen. Ich finde schön, dass du das nicht kaputt machen willst, aber es wäre jetzt ja fast passiert. Ich hoffe, das verstehst du. Gut, ich bin mal hinten und kümmere mich um meine Listen. Hey, Dennis, was geht? Wie? Jetzt? Olli, warte mal kurz. Das ist der Typ mit dem Flipperkasten. Der zieht da drum, der steht unten mit dem Teil und keiner ist da, um ihm zu helfen. Ich glaube, wir sollten runter. Ist gut, wir kommen. Na toll. Langsam, langsam. Pause, Pause. Tollen Kumpel hast du. Das Ding einfach abstellen und sich verpissen. Na, dafür war er billig. Ich habe gedacht, der ist geschenkt. Wir mussten 200 € bezahlen. 200 € ist billig. Das Teil kostet sonst ein Tausender und ich hätte ihn fast auf 100 unten gehabt, wenn du ihn nicht angemacht hättest. Jetzt ist es meine Schuld. Hab ich nicht gesagt. Oh Mann, wir brauchen doch Dennis gar nicht. Wir sind noch ein gutes Team, oder? Ganz toll. Hast dir sehr weh getan. Ja, verdammt, es tut weh. Geht es jetzt immer so zwischen uns weiter? Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du mich flachgelegt hast. Einfach so, um es mal auszuprobieren. Ich wusste nicht. Ja, jetzt weißt du es, es tut weh. Eis. Nein, da muss kein Eis drauf, da gehört eine Salbe drauf. So, für die 3. Hey, Hey, tut mir leid. Ich hätte dir das gegönnt, Sascha. ich habe Sascha vorhin schon total grundlos angemacht. Ich will nicht, dass er weiß, dass ich wegen ihm so depri bin. Du kannst doch nicht so deine Gefühle. Nein, aber er kann auch nichts dafür, dass er keine für mich hat. Ich will einfach nicht, dass es wieder so krampfig zwischen uns wird wie nach dem Kuss damals. Also, kein Wort über meinen Liebeskummer, okay? Ich kann schweigen wie eine wohlgeformte Urne. Eine wohlgeformte Nuss bist du, das bist du. Du kommst schon drüber hinweg. Ich hab's mit Ricky ja auch geschafft. Irgendwann. Naja, und im Notfall, da kann mich Justus ja doch noch mal hypnotisieren. Ich glaube, du bist nicht so der Typ dafür.
So, das Teil steht und kann bespielt werden. Super, danke. Wie geht's deiner Hand? Schon viel besser. Sorry, dass ich dich eben so blöd angemacht habe. Kein Ding. Bis später. Sascha, warte mal. Wollen wir das Ding nicht zusammen einweihen? Klar, wenn du magst. Klar. Dann zeig mal.